Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Silvers Cocktailwissen. Heute schauen wir uns an, wie man einen Shrub macht, genauer gesagt einen Erdbeer-Ingwer-Shrub. Die erste Frage, die sich dann natürlich stellt, was um Himmels Willen ist ein Shrub? Nun, ein Shrub ist ein relativ altes Getränk, bestehend aus Früchten, Zucker und Essig. Die Früchte wurden in den Essig eingelegt, um sie haltbarer zu machen. Und nachdem die Früchte dann wieder raus waren, hat man den so entstandenen aromatisierten Essig noch gesüßt und konnte ihn dann verdünnt mit Wasser oder Spirituosen trinken, während man die konservierten Früchte anderweitig verwenden konnte. Das Ganze ist relativ alt, gibt es seit mindestens 200 Jahren. Original ursprünglich verwendet, um die Früchte haltbar zu machen. Heutzutage braucht man das natürlich nicht mehr. Und deswegen ist dieses Verfahren tatsächlich auch für eine ganze Zeit in Vergessenheit geraten. In der jüngeren Vergangenheit sind Shrubs dann als Zutat für Cocktails wiederentdeckt worden und haben sich seitdem zumindest wieder ein bisschen verbreitet. Und falls sich jemand fragt, ja, auch das deutsche Wort dafür ist Shrub. Es gibt tatsächlich keinen eigenen deutschen Begriff dafür. Sogar die deutschsprachige Wikipedia listet dieses Getränk unter dem Namen Shrub. Nun, was braucht man also, um einen Shrub herzustellen? Natürlich zunächst einmal einen Essig. Wir nehmen hier Apfelessig. Der hat zwei Vorteile. Zum einen ist er ein Essig mit relativ geringem Säureanteil, nur ungefähr 5%. Zum zweiten ist das Apfelaroma eines, das relativ gut in den Hintergrund tritt, wenn andere Aromen dazukommen. Sieht man zum Beispiel auch daran, dass Apfelsaft gerne als Trägersubstanz genutzt wird, wenn man andere Fruchtaromen eigentlich in den Vordergrund stellen möchte, die man aber nicht pur verwenden kann. Könnt ihr ja mal auf die Zutatenliste von entsprechenden Fruchtsäften gucken. Wenn man keinen Nektar machen will und das Ganze mit Wasser und Zucker streckt, dann nimmt man meistens Apfelsaft als Trägerstoff und gibt dann die anderen Aromen dazu. Ich hatte zum Beispiel mal einen Erdbeersaft, der zum Großteil aus Apfelsaft bestand und nur einen geringen Erdbeeranteil hatte. Trotzdem hat es vorwiegend nach Erdbeeren geschmeckt, weil das Apfelaroma in dem Fall in den Hintergrund tritt. Das funktioniert auch beim Apfelessig und deswegen nehmen wir den als Essig für unseren Shrub. Als Aroma für unser heutiges Rezept, wie anfangs angedeutet, nehmen wir Erdbeer und Ingwer, direkt fertig als Sirupe. Früchte und Zucker, habe ich ja erwähnt, waren die klassischen Zutaten. Nichts anderes ist ein Sirup als Zucker und Fruchtaroma. Die Herstellung ist dann denkbar einfach. Man nehme den Essig und die beiden Sirupe und mische sie miteinander. Für unseren Erdbeer-Ingwer-Shrub nehmen wir 2 Zentiliter Erdbeersirup, 1 Zentiliter Ingwersirup und 2 Zentiliter Essig. Das Mischverhältnis 3 Teile Sirup zu 2 Teile Essig ist aber ein relativ klassisches Verhältnis für Shrubs. Die 3 Zutaten werden dann ordentlich durchgerührt und anschließend in eine kleine Flasche abgefüllt. Diese Mischung hält sich relativ lange, die Sirupe alleine sind ja schon relativ haltbar. Der Essig ist ja nun seinerseits auch ein Konservierungsmittel, von daher braucht man sich, wenn man das im Kühlschrank aufbewahrt, dann nicht wirklich Gedanken machen, dass es irgendwann schlecht wird. Und das war es eigentlich auch schon wieder, mehr gibt es zum Shrub nicht wirklich zu sagen. Ein Rezept dafür habe ich euch in Folge 111 von Silvers Cocktailkunde ja gezeigt, wo ich die mysteriöse fermentierte Flüssigkeit mit dem Erdbeer-Ingwer-Shrub hergestellt habe. Wer möchte, kann sich das Rezept ja gerne jetzt nochmal angucken. Und damit sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht es gut und Prost!